Weiden ist die effizienteste Form, um mit Grasland artgerecht und klimafreundlich hochwertige Nahrungsmittel zu produzieren. Für eine wirklich klimafreundliche Weidehaltung muss das Gras aber zum optimalen Zeitpunkt genutzt werden. Messhilfen wie das Rising Plate Meter unterstützen die Landwirte und Landwirtinnen dabei. Ihre Anwendung ist jedoch zeitaufwendig. An der Havel haben wir uns deshalb Gedanken gemacht, wie man diese Weidemessungen vereinfachen und effizienter gestalten könnte und sind darauf auf eine Anwendung mit Drohnen gestoßen. Wir haben uns dann entschieden, das mit einer Drohne abzufliegen. Eine Multispektraldrohne, das heißt, die Drohne die misst nicht nur das sichtbare Licht, also rot, grün, blau, sondern auch im für uns nicht sichtbaren Bereich, vor allem Nahinfrarot und im Red Edge, also nahe von Rot. Diese zusätzlichen Spektralkanäle liefern Informationen über die Vitalität und den Zustand des Pflanzenbestandes. Solche Drohnen sind heute bereits für rund 2.000 € erhältlich. Die Herausforderung, wenn man mit der Drohne über so eine Weide fliegt, man hat ja nur die zweidimensionale Information, wenn wir uns ein Foto vorstellen. Was wir gemacht haben, um eben dieses dreidimensionale Bild zu kriegen, wir haben die Weide überflogen, indem wir Einzelbilder machten, die sich überlappen. Während des Flugs macht die Drohne zahlreiche überlappende Fotos der Weide. Gleiche Punkte in mehreren Bildern werden erkannt und zu einer dichten Punktwolke zusammengesetzt. Daraus entsteht ein Oberflächenmodell, das Vegetation und Boden abbildet. Der Bodenverlauf kann nun aus den tiefsten Punkten berechnet werden. So entsteht das digitale Geländemodell. Und diese Differenz zwischen Bodenverlauf in Gelb und da unserem Oberflächenmodell in Grün gibt uns dann die tatsächliche Höhe des Grasbestandes. Ein wichtiger Schritt hin zu mehr Automatisierung und Praxistauglichkeit ist somit erreicht. Das Geländemodell kann jetzt direkt aus dem Oberflächenmodell abgeleitet werden. Bisher musste das Geländemodell zu Beginn der Vegetationsperiode oder nach einem Schnitt jeweils separat aufgenommen und mit dem Oberflächenmodell abgeglichen werden. Unser Modell basiert auf Entscheidungsbäumen, man sieht es da visualisiert. Wir geben oben all die Merkmale ein und kriegen eigentlich unten als Ziel die Biomasse raus, also Trockensubstanzertrag in Kilogramm pro Hektar. Das heißt, die berechnete Grashöhe ist nur ein Teil für die Bestimmung des Grasertrags. Zusätzlich fließen weitere Merkmale aus den Drohnenbildern in das Modell ein, zum Beispiel Vegetationsindizes zur Beurteilung der Pflanzenvitalität oder auch der Zeitpunkt des Überflugs. Das Modell wurde an mehreren Standorten im Schweizer Mittelland trainiert und getestet. Dabei wurden die tatsächlich geschnittenen Graserträge als Referenzwerte genutzt. Also wir sehen da die schlussendlichen Resultate auf dieser Achse da, die mit der Drohne berechneten Erträge und auf dieser Achse die Ertragserhebungen auf dem Feld. Und man sieht, das korreliert, also das schaut eigentlich ganz gut aus. Die Abweichung der drohnenbasierten Ertragsschätzung gegenüber den tatsächlichen Feldmessungen liegt bei etwa plus/minus 20%. Zum Vergleich: Der klassische Plate-Meter zeigte unter denselben Bedingungen eine durchschnittliche Abweichung von rund 35%. Damit erreicht die Weidedrohne eine höhere Genauigkeit bei deutlich geringerem Arbeitsaufwand. Damit die Technologie breit in der Praxis eingesetzt werden kann, sind noch weitere Entwicklungen notwendig. Vor allem die Automatisierung der Datenverarbeitung ist der nächste Schritt, den wir angehen werden. An was wir in einem weiteren Projekt dann arbeiten möchten, ist, dass man quasi schon im Flug die Daten in eine Cloud überträgt, da die Berechnungen macht und dann mehr oder weniger zeitgleich die Biomasse auf dem Smartphone sieht. Die Technik eignet sich vor allem auf Betrieben mit einem hohen Weideanteil, mit professioneller Weideführung und natürlich in Ländern mit hohem Anteil an Vollweide, wie zum Beispiel Neuseeland oder Irland. Wer sich für weitere Details interessiert und für die Berechnungen, wir haben ein Paper publiziert,
Ihr findet den Link unten im Video und wir freuen uns auf eure Rückmeldung.